So, da haben wir die Metabo SSEP 18 LTX Brushless MVT. Das heißt, das ist die stärkste, beste Akku-Metabo Säbelsäge. Wie ihr sehen könnt, da kann man mit Pendelhub und ohne Pendelhub. Da oben hat man verschiedene Stufen, was ich extrem gut finde, weil es ist nicht immer so einfach, die Geschwindigkeit nur mit dem niedrig zu halten. Deswegen ist es wirklich praktisch. Schaut mal. 6. Vor allem beim Schneiden ist es nicht so leicht. Extrem kräftiges Gerät. Da habt ihr das zum Aufhängen. Man merkt schon, dass das wirklich für Profis gemacht worden ist. Sehr schwer, sehr kräftig. Ja, sehr schöne Säbelsäge. Wo ich das Problem sehe, ist definitiv da hinten beim Griff. Das ist viel zu wenig gummiert. Das ist es selber. Viel zu viel Plastik, viel zu wenig gummiert. Und das spürt man auch beim Schneiden. Vorne nichts, hinten schon. So eine schöne gute LED habe ich überhaupt nicht gesehen bis jetzt bei Säbelsägen. Ihr seht, das ist einfach sehr gleichmäßig, sehr verteilt. Top LED, da gibt es nicht viel zum sagen. Kommen wir nun zu den Vibrationen. So, kommen wir nun zum Fazit, mehr oder weniger. Wir schauen uns die Ergebnisse an. Wie ihr sehen könnt, mit Abstand ist die Metabo die schnellste Säbelsäge, die ich bis jetzt getestet habe. Die zweitschnellste war die AEG, mehr oder weniger. Und ja, es ist einfach unglaublich. Ihr seht, bei 12 mal 10 geht's noch. Ist trotzdem eine ganze Sekunde schneller. Aber 17,74 statt 40. Das ist schon ganz andere Liga. Auch die SSEP 18 schlägt sich sehr gut bei 24 mal 10. Wieso? Weil die sind ziemlich gut. Die haben wirklich am Handgelenk vorne kaum Vibrationen, hinten zu viel, aber die übertragen Vibrationen kaum. Das ist das ganz Besondere bei denen. Die übertragen kaum Vibrationen an das, was man schneidet. Das ist wirklich unglaublich gut, das macht Metabo sehr gut einfach und das muss man denen lassen. Ich glaube, Säbelsägen macht, besonders von der Leistung her, von der Geschwindigkeit her, keiner schafft es besser als Metabo, glaube ich. Ja, wir werden in Zukunft sehen, wie sich die anderen schlagen, aber es wird schwierig zum Schlagen sein und ich habe schon bei anderen Kanälen gesehen, Metabo schlägt sich da immer top. Also Säbelsägen, die großen macht Metabo top, die kleinen kompakten muss ich schauen, ich glaube, da schlägt keiner Flex. So, Vibrationen im Handgelenk, wie ihr sehen könnt, ist die Metabo, obwohl sie so Vibrationstechnologie hat, weiß ich nicht, auf was das genau bezogen ist, ob das das Werkstück ist oder ob das wirklich auf den Benutzer ist, aber definitiv 115, also 11,5 Meter pro Sekunde ist definitiv
Nicht der allerbeste Wert, aber ich muss sagen, für die Leistung, muss man sagen, wirklich sehr gut ist. Ich meine, es ist deutlich schneller wie die AEG, als die Makita, als die 367, als die Ryobi, als Einhell, ja. Relativ gut, sehr gut für die Leistung, ja. Aber wirklich top, muss ich sagen. So, beim Gewicht in Gramm auch die schwerste, das merkt man, die Vibrationstechnik, die man eingebaut hat, hat sicher Gewicht und schwerere Säbelsägen vibrieren weniger. Ja, das ist einfach logisch, das ist schwieriger, ich meine, Vibrationen entstehen innen, aber wenn das Gewicht selber schwerer ist, wird es weniger übertragen. Ja, das ist einfach normal, das ist einfach ganz normal. Also Gewicht definitiv ist ein Nachteil, finde ich. Ich meine, so schwere Säbelsäge will ich nicht den ganzen Tag umschleppen. Ist ja definitiv ein großer Nachteil, finde ich, das Gewicht. Ist deutlich schwerer wie die Konkurrenten. Zur Lautstärke kurz und knapp, nichts Besonderes, Standard wie die anderen, ja, aber ja. Wer eine unglaublich starke Säbelsäge mit wenig Vibrationen haben will, kann ich die Metabo SSEP 18 LTX definitiv empfehlen. Mit der MVT-Technologie, das ist wirklich ganz anders, also oberste Liga. Das ist ja unglaublich, was die da gemacht haben. Definitiv der Preis von 300, definitiv nicht günstig, aber man zahlt wirklich das Geld auch in einer wirklich sehr gute Säbelsäge, die wirklich unglaublich arbeitet. Also das ist viel schneller wie die anderen. Ich finde auch die normale SSEP 18 ohne bürstenlosen Motor ist auch schon sehr gut. Ich muss schauen, wie sich der mit dem bürstenlosen schlägt, ob es einen Unterschied zur MVT gibt. Das werden wir sehen. Aber ja, es sind auch andere Säbelsägen empfehlenswert, sehr viele sogar. Müsst dann immer selber entscheiden. Ich sage euch einmal zu Metabo, der ist definitiv empfehlenswert. Ich bedanke mich fürs Schauen. Alle Säbelsägen sind unten verlinkt. Wenn ihr was über Amazon bestellen wollt, würde es den Kanal unterstützen. Egal was. Vielen lieben Dank für jeden, der es macht. Vielen lieben Dank für jeden, der schaut. Vielen lieben Dank für jeden, der Daumen nach oben gibt und Kommentar abgibt. Danke fürs Schauen. Servus und ciao.